Oh, jo, da ist er. Und da haben wir. Oh, und wieder ausgestiegen. Das gibt's doch nicht, ey. Zweiter Fisch. Ja, da haben wir wieder einen Biss. Ja, jetzt machen wir das wie beim Tremarella-Angeln. Wir lassen schlucken. Und da haben wir sie. Oh, ein Lachs. Das ist eine Lachsforelle. Nein! Das gibt's doch nicht. Schnur durch. Oh. Ja, das ist ein guter Lachs. Und weg. Das gibt's doch nicht. Ey, meine Güte, das ist jetzt schon der 4. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt einen kleinen Platzwechsel vor. Oder haben wir hinterzogen. Jetzt fische ich hier den Bruschi in Schwarz-Gold. Und dann gucken wir mal, ob wir hier wen auf den Schuppen legen können. Und da haben wir einen. Jo, da war einer. Also, so wie ich das hier sehe, hat sich der Fisch hier ein bisschen gesammelt. Oder hier ist es windstiller, sagen wir es mal so. Da, wo wir vorher standen, hat der Wind richtig reingedrückt. Und hier ist es wesentlich ruhiger. So, jetzt wechseln wir hier das Modell. Jetzt haben wir den Buff, den 45er drauf, den kleinen. Und dann gucken wir mal. Und da haben wir eine. Ja, war jetzt der 2. Wurf, glaube ich, mit dem Buff. Fängt auch sauber im Maulwinkel. Ja, das sind schon Bisse, also ich sehe das auch. Der Köder ist weg, ist da, ist weg, ist da. Oh, haben die Dampf hier. Oh. Da haben wir sie. Richtig schöne Größe. Was haben die hier? Das sind so Kilo, 800 Gramm. Ja, ja. Richtig schöne Dinger. Da haben wir einen Biss. Jo. Ah! Das rappelt hier jetzt. Jetzt ist der Buff kaputt. Jetzt nehmen wir hier mal so eine Naturfarbe. Am ultraleichten Kopf, dem 45er. Klappt häufig sehr gut. Jo, hier der Köder ist nur aufs Wasser aufgekommen. Und beim Absinken rotiert er schon leicht und häufig, wenn die Fische sehr passiv sind, klappt das richtig gut. Ja, hängt sauber im Maulwinkel, wie die andere auch. Hopp. Richtig schöne Forellen hier, also weit über 500 Gramm auf jeden Fall. Ah, da haben wir sie. Ja, da ist der Köder schon raus. Oh, hier ein Buffwurm, 45er in der Naturfarbe. Schöne dicke Portionsforelle.
kurbeln ganz, ganz langsam. Da ist wirklich ein ganz, ganz kleines Köpfchen drauf. Und gerade wenn die Fische einen Schwarm bilden oder passiv sind, mögen die keine zackig geführten Köder. Tja, und wieder mal ein kleines technisches Problem. Ich wollte euch hier nur sagen, dass ich den Anthem Donner in 1,5 Gramm ausgewählt habe, da der Schwarm in Wurfweite sich befindet und ich deshalb dieses Modell in der gedeckten Farbe gewählt habe. Oh! Die ist aber reingesemmelt, ey. Wahnsinn. Schon nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt noch ein Biss kommt. Aber, oh. Akrobaten haben wir. Auf Blech. Auf Blech. Marschiert hier wie ein Panzer. Ist auch wieder so ein Kilofisch wahrscheinlich. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, man muss die Fische finden im See. Macht das einen Spaß hier. Ja, Spoon hängt ganz vorsichtig in der Lippe. Kommt zu Papi. Fisch ist im Netz. Oh, das ist eine schöne Größe. Da haben wir es. Spoon ist raus. Klasse. Oh, hier. Das ist der, wenn man da reinkommt, wenn man den Fisch trifft mit kleinen, leichten Spoons, gedeckte Farbe, das knallt in der Rute. Wahnsinn. Da kommt sie. Das war jetzt gleich der nächste Wurf. Aber schaut mal, wie vorsichtig die hängt. Also die hängt wirklich nur an der Spitze. Wahnsinn. Ja Leute, Strategie geht auf. Fisch mit dem Spoon. Wir schaffen von der Entfernung her mit leichten Spoons 1,5 Gramm dahin zu werfen und dann rappelt es auch in der Rute. Wahnsinn. Macht einen Riesenspaß. So, und wir machen weiter. Der Fisch scheint gefunden zu sein. Also man sieht auch tatsächlich, sie kommen, die steigen und jetzt natürlich, wenn die im Schwarm sind, beißen die auch aus Fressnheit und deswegen funktioniert das hier jetzt wunderbar. Jeder Wurf, Biss oder Fisch. Also, ach, schade. Und da haben wir eine. Also das rappelt hier jetzt am laufenden Meter, am laufenden Band. Schon die nächste. Boah. Wahnsinn. Richtig schöne große Portionsforellen hier. Da haben wir sie. Da seht ihr es. Gucken noch mal rein. Richtig schöne große Portionsforellen. Boah, da ist es, da ist es. So, da kommt sie. Ich glaube, das ist die kleinste heute. So eine 500 Grammer. Hat sie sich eingedreht hier eine Schnur. Also man
kommt mit einem 1,5 Gramm jetzt kaum noch dran. Gerade mit dem Gegenwind ist das gar nicht so einfach. Ja, wir werden jetzt immer vorsichtiger natürlich. Fisch kommt raus. Und da haben wir eine. Richtige Akrobaten hier, die springen richtig heftig aus dem Wasser. Eigentlich jede Forelle macht Heidenspaß. Boah. Da ist er. In den Kescher reingesprungen. Und der nächste Wurf. Und der nächste Fisch. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Das ist einfach verrückt. Ja, Eduard steht hier jetzt neben mir. Der angelt auf den Brutschi. Der kann den jetzt soweit werfen. Ich werde auch gleich mal... Oh, da ist er. Oh, seine ist aber größer. Größer als meine. Hallo? Ja, hier Doppeldrill auf Spoon. Ups, wir tauschen mal die Plätze. Bisschen Gymnastik, ja? Ja, ein bisschen Gymnastik und Sport hier am Angelplatz. Das ist der Wahnsinn, was hier los ist. Wenn man erstmal den Fisch gefunden hat. Ja. Petri, oh, das ist ein schöner Fisch. Wenn man erstmal verstanden hat, was hier los ist, dann läuft es auch. Haben wir so die nächste, das ist jetzt schon wieder so ein Kilo-Ding. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also wir haben die Fische gefunden, kleine Spoons, Gummis, die oberflächennah laufen, Wurf, sobald man reinkommt, bumm. Tja, liebe Leute, jetzt habe ich auch auf den Gummiköder gewechselt, hier auf den Bruschi. Und den kannst du einfach noch langsamer führen als den Spoon. Und jetzt überreden wir ein paar Forellen. Oh. Leute, das ist schon nur beim Absinken rappelt's, also schon der Wahnsinn. Wir sehen, er ist ein bisschen runtergerutscht. Einfach mal ein bisschen hochschieben. Und da haben wir, das ist, oh, ich glaube, das ist was Größeres. Oh ja, das könnte was Größeres sein. Oh, wie der losgeschossen ist. Also der hat auch Köder beim Absinken genommen, ne? Komm doch. Petri, Dank. Ja. Mist, oh, den hat es aber weggeballert. Wahnsinn. Und Eduard hat auch eine, also ihr seht. Ich glaube, jetzt habe ich hier auch, der Bruschi funktioniert und liefert. Ja, der Bruschi ist jetzt hier vom Haken gefallen. Ist so beim Sprung, hat es dann abgeschüttelt. Aber schaut euch mal die Färbung an der Fische, das ist der Wahnsinn. Die sind wunderhübsch, als wenn die aus dem Fluss kommen. Ja, Eduard ist hier noch am Drillen. Zug. Ja, wie ein Zug. Da ist sie. Sauber. Petri dort. Danke. Tja, liebe Leute, ich wollte euch einfach jetzt nochmal die Portionsforellen, die Standardgröße hier zeigen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wie die gefärbt sind. Wunderschöne Fische. Also kann man echt nicht anders sagen.
Macht richtig Spaß hier. Kommen auf jeden Fall wieder. So, liebe Freunde, jetzt probieren wir hier den Bruschi in der Naturfarbe aus. Der wird garantiert nicht weniger schlecht funktionieren. Wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil. So, Köder ist drin. Da ist der Biss, da ist der Biss. Und da ist der Fisch. Ja, das, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Das ist echt verrückt, einfach verrückt, was hier jetzt gerade los ist. Kommt sie. Köder ist komplett weg. Bruschi, Bruschi, Eduard. Oh. Da kommt sie. Kampfstarke Fische. Da haben wir sie im Netz. Petri, Dank. Bruschi Naturfarbe, hier ist er. Einmal rein und sofort ist er weg. Resultat: Kilo Portionsforelle. So, der Bruschi geht jetzt wieder rein auf Tauchstation. Da haben wir schon den Biss. Und da ist der Fisch. Also das ist Wahnsinn. Also der Bruschi zerstört hier gerade. Der Bruschi zerstört hier alles. Das ist Wahnsinn. Ein schöner Fisch nach dem anderen. Ja, also mit Spoon waren viele Fehlbisse, ne? Mit Gummi kannst du noch langsamer führen. Fisch ist raus, aber diese Naturfarbe hier in der Kombination mit einem relativ leichten Köpfchen und der Bruschi ist super auftreibend. Da ist so eine Situation, wie wir hier gerade haben, besser geht's nicht. Da, hier. Das ist, mir fehlen die Worte, echt. Durch diesen hohen Auftrieb, der hat, kann man den wirklich 5 cm unter der Oberfläche führen und sehr, sehr langsam. Und das ist das, was hier jetzt gerade so den Erfolg bringt. Also Köder arbeitet quasi von selbst. Kommt sie, will nicht aufgeben. Ja, unverhaftet. Verhaftet. Wieder so eine, ja, 800 Gramm, schätze ich sie. So, neuer Köder ist drin. Der andere Bruschi hat sie weggefressen. Eduard ist auch wieder am Drillen. Oh, ich habe einen Biss, ich habe einen Biss. Und da haben wir einen Fisch. Oh, ausgestiegen. Das ist... Eduard, versuch mal diese Farbe. Das ist unglaublich, wie die auf diese Farbe abgehen. Die ist braun. Jeder Wurf. Da haben wir einen Biss. Und da hängt sie. Oh, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Also sowas habe ich schon sehr lange nicht mehr erlebt. Natürlich hängt das jetzt ein bisschen damit zusammen, dass der Wind hier so schön reindrückt und die Fische sich hier einfach sammeln. Aber nichtsdestotrotz muss man die auch noch überlisten können. Und das klappt hier gerade richtig, richtig gut. Hier sind auch andere Angler noch, die mit Pose und Spoon angeln. Die haben aber nicht so viel Erfolg wie wir. Also bei uns ist es tatsächlich jeder Wurf Fisch. Und das hängt einfach mit der Kombination zusammen, ne? Sehr stark auftreibendes Gummi, leichter Kopf. Man kann den quasi in Slow Motion
durch den Schwarm ziehen und das bringt den Erfolg. Da mal ein Biss. Da mal ein Biss. Jo. Und da haben wir den Fisch. Kommt sie? Jo. Wahnsinn. Oh nein! Vorm Kescher abgegangen und der Köder hängt jetzt hier im Baum. Da der Bruschi, zum Glück ist der super auftreibend. Ich habe ihn jetzt vom Baum geschüttelt, gerettet. Da ist mein Köder. Da ist mein Haken. Ziehen wir schnell wieder auf die Geschichte. So, da ist schon eine Kerbe, wo wir vorhin drin waren. Jetzt geht er wieder baden. Da mal ein Biss. Und da ist der Fisch. Wahnsinn. Oh, die haben auch eine Kraft. Ich glaube nicht, was ich hier heute für einen Spaß habe. Sich die weite Reise auf jeden Fall gelohnt. Zack. Da haben wir sie. Da sehen wir es. Schön auf dem Bruschi in der Naturfarbe. Tja, Kamera war jetzt nicht an, warum weiß ich nicht, aber ihr seht, das ist wirklich der erste Wurf mit dem kleinen braunen Wobbler. Ich habe nur angefangen zu kurbeln und sofort, das ging ratzfatz. Kommt sie. Da haben wir sie. Sie sehen es. Wobbler hängt, Fisch ist im Netz. Spitze. So, erster Wurf mit einem Wobbler, gerade für passive Fische. Klasse Sache. Und funktioniert auch hier jetzt. Erste Sahne. Jetzt wird es immer schwerer mit den leichten Ködern. Da haben wir sofort einen Biss. Und da ist der Fisch. Das machen die nämlich ganz oft beim Wobbler. Die stupsen den einmal an oder folgen dem sehr lang. Und dann in der Regel, wenn man einen Stupser hatte, knallen die dann richtig drauf. Und genau das war jetzt auch der Fall. Ja, Wobbler zählt auch zu den Ködern, die passive Fische überreden und funktionieren häufiger auch mal. Der hängt ganz, ganz vorsichtig nur an der Unterlippe. Ich hoffe, den kriegen wir raus. Oh, kommt so. Na. Macht mich komplett nass. Jetzt haben wir sie. Aber guck mal, wie vorsichtig die hängt. Das ist verrückt. Also die hängt wirklich, der Kescher ist so tief,
Man kann es, ich hoffe man sieht es, also am seidenen Bändchen, so gesehen. Wahnsinn. Und das Problem mit dem Mikrofon zog sich dann über den Tag, zum Glück nur in wenigen Ausschnitten des Filmes. Was ich euch hier jetzt aber mitteilen wollte, ich werde wieder ein kleines Gewinnspiel raushauen, natürlich wieder nur unter meinen Abonnenten mit super tollen Sachen, die ich hier wieder mal verlose für euch. Es handelt sich um 2 Dosen Trout Jarabaits. Hier handelt es sich um den Bruschi, den ich auch in dem Video verwendet habe, und dazu 2 richtig coole Spoons, 2 Antem Donners in Sonderfarben. Das werde ich wieder für euch raushauen. Was müsst ihr dafür tun? Kommentiert und liked das Video. Und dann werde ich den Gewinner in einem meiner nächsten Videos ziehen. Tja Leute, es wird jetzt immer mehr zum Mittag oder Nachmittag hin und da funktionieren tatsächlich solche passiven Farben am mittelschweren bis leichten Kopf einfach wesentlich besser. Und das merken wir jetzt auch, umso mehr wir wechseln auf dunklere Farben oder passivere Farben, umso mehr Fische und Bisse kriegen wir. Also muss man sich auch an die Tageszeit ein bisschen orientieren und natürlich die Aktivität der Fische. Da habe ich einen Biss. Oh. Oh, das gibt's doch nicht so. Oh, da hat sie nochmal nachgepackt. Oh, ein Lachs. Hey, du hast Lachsforelle. Das ist die Frage, ob wir den noch rauskriegen. Wir haben heute schon ein paar verloren. Oh. Dickes Ding. Oh. Das ist eine richtig schöne. Oh. Das ist eine gute. Jetzt hoffen wir, dass wir die auch noch rausbekommen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht doch noch unsere Lachsforelle heute. Oh, schönes Ding. Boah. Das ist ein schönes Ding. Aufgeben möchte die nicht, so wie es aussieht. Der Bruschi hängt auch vorne schön. Oh. Oh. Machen wir sie. Dickes Ding. Na komm. Jo. Oh. Im Netz. Im Netz. Oh. Wahnsinn. Was ein Kampf. Richtig schönes Ding. Wahnsinn. Auf dem passivfarbenen Bruschi. Klasse.
Tja, und wenn dir das Video gefallen hat, darfst du natürlich mir wieder einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht sogar abonnieren und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao.